Herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Dressler und ich bin Produktmanager bei der Develop. In diesem Vortrag darf ich Ihnen über alle Produktneuerungen aus 2021 erzählen. Zuallererst, ganz wichtig, wir haben uns vor 2 Monaten umbenannt. Was heißt das denn konkret für Sie? Wir haben nicht nur einen neuen Namen bekommen, wir heißen jetzt nicht mehr Codia Software, sondern Develop Public Sector. Und in diesem Zug haben wir auch neue Produktnamen bekommen. Zuallererst, ganz wichtig, für Sie verändert sich gar nichts. Die Produkte sind immer noch so, wie Sie kennen, sie haben nur einen neuen Namen. Und da starten wir mit dem D3ECM, wie Sie es vorher kannten. Das heißt jetzt Develop Documents On-Prem. Wir selber intern reden nur noch von Develop Documents und sprechen danach über die Betriebsform. Und da bei Ihnen in der Regel das Develop Documents lokal installiert ist, heißt es für uns jetzt Develop Documents On-Prem und nicht mehr D3ECM. Und die Umfirmierung heißt auch ganz konkret für all unsere Produkte neue Namen. So kennen Sie alle das Develop Records Management unter dem Namen Aktenplan. Das haben wir alles ein bisschen aufgefrischt und auf den zukünftigen Angeboten, in den zukünftigen Setup-Paketen wird sich einfach dieser Name immer weiter durchsetzen. Wir sind auch noch nicht ganz fertig damit. Die fertigen Namen habe ich Ihnen heute schon mal mitgebracht. Das heißt ganz konkret, das Vorlagenmanagement heißt dann Develop Template Management und unser Verfügungsworkflow heißt Develop Public Sector Order Workflow. Auch das müssen Sie sich nicht notieren. Warum? Wir werden Sie in Kürze noch informieren und das Ganze wird vom Marketing nochmal als E-Mail für Sie herumgeschickt. Das soll es von den allgemeinen Sachen her bereits gewesen sein. Jetzt wollen wir in die Fachlichkeit einsteigen. Und auch da starte ich mit einem Thema, wo ich häufig angerufen werde von Kunden, nämlich wir gehen über Jahre hinweg hin und digitalisieren dieses Papier zu einer digitalen Akte und dann kommt der Moment, wo Sie in ein Gerichtsverfahren hineinkommen. Auch dazu haben wir seit Jahren schon ein Tool im Portfolio. Jetzt ist aber eine neue Anforderung da. Wir müssen nicht mehr eine Akte einfach digital aus dem System extrahieren und es nachvollziehbar machen, sondern viele von Ihnen werden ab dem 01.01.2022 dazu verpflichtet, diese Akte dann auch im X-Justiz-Format zu übermitteln. Das heißt, viele Eigenschaften werden einfach in einem XML-fähigen Format bereitgestellt und auch darauf sind wir heute schon vorbereitet. Wir müssen dazu gestehen, wir mussten das Ganze auf eine nächste Produktebene hieven. Warum ist das so? Vorher waren wir sehr client fixiert. Wir konnten uns nur in den Installationsclient integrieren und konnten das Ganze nicht clientunabhängig betreiben. Auch das können wir bereits heute und auch dazu habe ich einfach einen kleinen Einblick mitgebracht. Vielleicht für alle, die das Thema bisher noch nicht kannten, einen kurzen Ausblick, wie es vor heute war, nämlich wir waren im Installationsclient integriert. Das heißt, wir mussten die Vorlagen und die Konfiguration immer mitverteilen und über das Kontextmenü einer Akte bestand die Möglichkeit, dieses Dokument als PDF zu exportieren. Was heißt das? Danach kam der DEX-PDF-Kollektor hoch und wir haben bei der Installation gesagt, das soll unser Deckblatt sein, so soll das Inhaltsverzeichnis aussehen und das wurde dann einfach beim Aufrufen konsumiert und entsprechend die fertige PDF erstellt. Da waren wir ein bisschen in der Sackgasse, deswegen mussten wir auch neu anfangen und eine nächste Generation ins Leben rufen und das haben wir dann mit dem Develop Documents Collector gemacht. Auch hier hat sich die kleine Namensänderung von gerade eben schon durchgezogen. Und wie das ausschaut, ganz konkret im Falle eines Exports über XML-Metadaten, wollen wir uns auch hier anschauen. Und dazu habe ich in dem Szenario eine kleine Bauprojektakte mitgebracht. Das heißt, wir suchen uns jetzt die konkrete Akte raus. Wir sagen, wir haben ein kleines Klageverfahren über ein Bauprojekt. Ist ja heutzutage auch eher üblich, wenn ich an die Großprojekte denke, dass dort häufiger mal geklagt wird. Und dazu haben wir eine kleine Akte mit 2 Dokumenten und möchten das Ganze jetzt als gerichtsfähiges Format exportieren. Dazu finden wir in der Aktionsleiste einen Button, der heißt Zusammenführen und dann steigen wir schon in unseren Kollektor ab. Wir sehen auch hier wieder in einem Baumformat die Dokumente und sind heute in der Lage, diese dann auch per Drag and Drop zu verschieben
Und nicht nur das, wir können natürlich auch wie vorher in ein Dokument hineingehen und dort auch nochmal einzelne Seiten per Drag and Drop verschieben, einzelne Seiten abwählen und so die Akte dann letztendlich für das Gerichtsszenario vorbereiten. Über hier auch wieder separate Buttons haben wir die Möglichkeit, nur die Akte zu exportieren oder die Akte mit einer XML-Struktur zu exportieren. Da dies mittlerweile alles serverbasiert geschieht, ist es jetzt so, dass Sie eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen. Sie klicken auf den Button, können ganz normal weiterarbeiten und werden dann per E-Mail darüber informiert, dass jetzt diese Struktur fertig ist. Und dort ist ein Link hinterlegt, dann gelangen Sie auf eine Seite, wo Sie sagen können, hier möchte ich jetzt einmal das PDF herunterladen. Die Akte ist ja trotzdem weiterhin wichtig. Auch das Gericht muss in das Dokument mit hineinschauen. Daher sind hier die Funktionen, wie Sie sie kennen, mit Inhaltsverzeichnis, mit Deckblatt, mit Aktenblättern etc. konfigurierbar. Aber zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, das Ganze auch noch als XML-Struktur herunterzuladen. Und da ist jetzt auch die Besonderheit, dass wir in der Konfiguration hinterlegen, wie das XJustiz-Format ausschaut. Warum ist das wichtig? Warum habe ich gerade nur XJustiz Ready geschrieben und nicht XJustiz Fertig? Das ist etwas, was wir zusammen machen müssen. Wir bringen Ihnen bei, wie Sie letztendlich dieses XML-Format konfigurieren können. Und wir können auch Akten gemeinsam konfigurieren. Nun ist es aber so, dass über die Jahre Sie viele verschiedene Aktenszenarien haben und dort auch häufig kundenspezifische Anpassungen passiert sind. Und das haben wir natürlich alles nicht im Blick. Wir können eine Vorlage schicken, wir bringen Beispiele mit, wir können auch eine Lösung für den Aktenplan oder für das Developed Records Management liefern. Am Ende muss man aber auch sagen, dass auch Sie dann einen kleinen Beitrag zu leisten müssen, damit wir die konkrete Aktenstruktur dann in das XJustiz-Format bekommen. Das Ganze können Sie heute schon bei uns auf Zuruf bekommen und in Kürze ist das Ganze auch in dem Software Manager hinein integriert und dann können Sie das über den Develop Software Manager bei Ihnen in der Umgebung installieren. Und so geht es auch weiter. Eine weitere Funktion, die mittlerweile clientübergreifend verfügbar ist, ist unser Aktivitätenstrom. Dort ist es so, dass wir ja zum Beispiel gesetzlich verpflichtet sind, alle Änderungen von einem Informationsobjekt im System nachhalten zu können. Die Einsicht vorher war immer nur im Installationsclient verfügbar, heute sind wir hier clientunabhängig. Das heißt, wir können ganz konkret auf einem Informationsobjekt uns anschauen, wie sieht der Lebenszyklus aus. Wir nennen das Aktivitätenstrom und ist über den Aktivitätenreiter in einem Informationsobjekt sichtbar. Und ich habe da auch zwei kleine Beispiele mitgebracht. Auf der einen Seite sehen wir einfach mal, ein Element wurde importiert und hier sehen wir dann auch die Eigenschaften dazu. Oben in dem oberen Bereich sehen wir die allgemeinen Eigenschaften. Das ist alles etwas, was wir ja vergeben in dem Moment, wenn Sie das Dokument importieren. Und im unteren Bereich sehen wir die erweiterten Eigenschaften. Das ist etwas, was wir dann zum Beispiel entweder im Verschlagwortungsdialog abfragen oder Sie das aufgrund einer Drag-and-Drop-Aktivität bei uns importiert haben. Und so kann jetzt auch in der Oberfläche alles nachvollzogen werden und so zum Beispiel auch, falls sich die Eigenschaften ändern. Dann sieht man hier zum Beispiel, Eigenschaften wurden aktualisiert. Dort hat der Sachbearbeiter letztendlich den Dokumentenbetreff und den Dokumententyp dann hinterlegt. Und das ist so alles einsehbar und Sie können dann den Lebenszyklus nachvollziehen. Wenn wir jetzt ein Dokument fertig haben oder quasi am Ende seines Lebenszyklus ist und wir wollen etwas sehen, dann kann es unter Umständen sein, dass wir sehr viele Aktivitäten haben. Sie haben es auch gerade schon gesehen, da sind nicht nur die Aktivitäten, die Sie als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter durchführen, sondern natürlich auch unsere systemseitigen Sachen. In dem Moment, wenn das Dokument ins System importiert wird, sehen Sie zum Beispiel, machen wir eine Vererbung von der Akte, wir setzen auch eine Verknüpfung zur Akte oder wir erzeugen ein PDF-A-Dokument. All das sind für Sie unsichtbare Informationen, weil Sie das als Systemverhalten erwarten. Für uns sind das Einträge im Aktivitätenstrom, damit wir den Lebenszyklus vom Informationsobjekt nachhalten können. Und weil das auf der Dauer ganz schön viel sind, haben Sie auch hier die Möglichkeit zu filtern.
Sie können einmal sagen, was in einem bestimmten Zeitraum passiert ist und können dann nur diesen Zeitraum auswählen. Sie können aber auch gleichzeitig nach einem Titel filtern. Und so zum Beispiel in dem Moment, wenn Sie den Titel dann eintippen, sehen Sie, in diesem Fall ist es Aktualisierung und da sehen wir dann, das Element wurde aktualisiert und Eigenschaften wurden aktualisiert vom System. Zu guter Letzt, und auch da ist es eine Funktion, die ich sehr häufig benutze. Warum? Wenn ich an die persönlichen Aktivitäten denke, ja, was habe ich denn im System gemacht, ist es auch hier sehr spannend. Ich sehe das auch nicht als Kontrollwerkzeug, sondern mich unterstützt es bei der täglichen Arbeit. Wieso ist es so? Hier kann ich zum Beispiel sehen, was habe ich denn gestern bearbeitet? Dann gibt es auf der Startseite eine Kachel, die heißt persönliche Aktivitäten und dort kann ich hinklicken und sehe dann alles, was ich im System gemacht habe. Und markiert ist zum Beispiel das Dokument, dort habe ich gestern die Bearbeitung abgeschlossen. Und das ist auch etwas, wo Sie sehr häufig zum Beispiel nachfragen, wann kann ich das sehen, was ich gestern gemacht habe. Und nicht nur das, ich kann natürlich auch sehen, was habe ich gestern ins System hinzugefügt. Jeder kennt das. Boah, das habe ich gestern einer Akte hinzugefügt, da müsste ich nochmal hinschauen. Jetzt ist es so, dass das in der täglichen Sachbearbeitung auch gerne mal untergeht, weil man in sehr vielen Akten arbeitet. Dann ist es immer wieder cool, dass ich in den persönlichen Aktivitäten einfach sehen kann, was habe ich gestern gemacht und kann das entsprechend nochmal für mich nachvollziehen. Wenn wir dann weitergehen und die Aktivitäten zu einem Informationsobjekt betrachten, haben wir auch häufig Aufgaben. Sie haben vielleicht auch schon mitbekommen, dass ja die Aufgaben letztendlich auch in Kürze den Postkorb ablösen und daher sind wir auch dabei, in den Aufgaben immer mehr Funktionalitäten mit hineinzubauen. Und eins der Neuerungen, die gerade in den Aufgaben mit drin sind, ist das Thema Vertreter- und Abwesenheitsregelung. Und da ist es so, dass Sie als Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin einfach die Möglichkeit haben, Ihre Aufgabenliste freizugeben. Wir wollen das so gestalten oder wir haben es so gestaltet, dass Sie als Peter Prüfer zum Beispiel jetzt hingehen können und in Ihrer Konfiguration können Sie sagen, ich möchte meine Aufgabenliste freigeben. Warum? Häufig haben Sie einen Vertreter. Häufig vertreten Sie sich auch im Team untereinander. Da haben wir sehr häufig Fachlichkeiten, die wir aus Technik natürlich schlecht automatisieren können. Und deswegen haben wir einfach eine Funktion bereitgestellt, dass die Sachbearbeiter selber entscheiden können, wer darf meine persönlichen Aufgaben denn letztendlich nutzen. Und wenn wir dann die Ansicht wechseln und zur Susanne Sachbearbeitung gehen, dann ist es so, dass sie in die Aufgaben gehen kann und hat in den Aufgaben dann die Möglichkeit, über ein separates Icon zu sagen, ich möchte jetzt in die Aufgaben von Peter Prüfer gehen und kann dann die Aufgaben von Peter Prüfer einsehen und kann diese wahrnehmen. Das heißt, wir sind auch auf spontane Vertretung vorbereitet. Geplante Abwesenheiten, wissen Sie selber, können wir im System schon länger regeln. Es geht dabei sehr häufig um die spontanen Abwesenheiten. Jemand ruft morgens an und meldet sich krank, ist zum Beispiel ein Fall. Wir hatten tatsächlich jetzt häufiger im Kundenstamm eine Situation, dass sich Menschen krank gemeldet haben und wir genauso eine Funktion benötigten. Oder jemand nimmt sich auch spontan Urlaub, um so einen Positivfall zu machen. Wir haben auch gerade ein bisschen Wetterglück. Das kann natürlich sein, dass dann jemand sagt, ich will heute mal spontan frei haben. Und so haben wir jetzt eine Aufgabe von Peter Prüfer einfach eingesehen. Und nicht nur das, wir haben auch die Möglichkeit, uns die Aufgaben zu einem Dokument anzusehen. Sie kannten das vielleicht früher als Postkorb suchen, um zu sehen, in welchen Postkörben dieses Informationsobjekt noch steckte. Heute nennen wir das Aufgaben und so haben wir auch auf einem Dokument die Möglichkeit, uns die Aufgaben anzuzeigen. Und auch das wollen wir uns einfach kurz live anschauen. Das heißt, wir suchen uns jetzt ein Dokument heraus und haben dann auch hier die Möglichkeit, über eine Kontextaktion letztendlich in die Aufgaben abzusteigen. Und wir haben uns gerade auch schon ein paar Kontextaktionen in diesem Format angeguckt. Da ist es dann einfach so, da kommt noch eine weitere hinzu, die das Ganze abbildet und wir dann über eine separate die Aufgaben einsehen können. Und sehen dann, alles klar, hier hängt die Aufgabe gerade zum Beispiel bei Peter Prüfer oder beim Hauptamt und sie hat den Status abgeschlossen oder muss noch bearbeitet werden entsprechend.
Wo wir bei dem Thema Aufgaben sind, können wir direkt weitergehen zu unserer Posteingangsbearbeitung. Auch hier gibt es den Namen Develop Inbox Management. Sie merken schon, die Produktnamen ziehen sich durch. Und hier ist auch eine große Neuerung. Auch das können wir jetzt komplett clientunabhängig machen. Was heißt das? Auch hier waren wir gerade bei den Schritten Verteilen und Ablegen früher auf unseren Installationsclient angewiesen. Und wir sind jetzt gerade dabei, ein Produkt zu bauen, was das Ganze dann letztendlich auch in allen Clients haben kann. An der einen oder anderen Stelle sind wir sogar schon clientunabhängig. Wenn ich das Thema Erfassen nehme, dann kennen Sie das, dass wir häufig in einer Scanstation reden und dass wir uns an der Scanstation die Fachlichkeit einfach mit hinterlegen. Aber ich habe zum Beispiel ein Beispiel mitgebracht, wo wir ein Alltagsszenario nehmen. Und da nehme ich jetzt mal ein Beispiel, ich bekomme einen Beleg und den muss ich jetzt in ein Posteingangsszenario mit hineinbringen. Was mache ich dann? Ich gehe in meine Mobile-App und drücke auf die Schaltfläche Post erfassen und da habe ich zum Beispiel beim iPad oder bei Apple-Produkten den großen Vorteil, dass das Gerät von sich aus ja schon ein Dokument erkennen kann. Und wir haben jetzt hier eine Belegerkennung gesehen und ich habe jetzt nur diesen Beleg genommen und habe ihn über unsere digitale Erfassungsmöglichkeit ins System erstmal bekannt gemacht und dann verschlagworte ich ihn jetzt noch. Das heißt, wir machen kurz im Hintergrund eine Barcode-Erkennung und falls wir eine Logik hinterlegt haben, noch eine entsprechende Volltextanalyse. Und sobald wir durch sind, haben wir die Möglichkeit, das Dokument dann direkt in den Postlauf mitzugeben. Und wie das ausschaut, sehen wir hier auch in einem kleinen Beispiel. Das heißt, wir betrachten einfach diesen Beleg nochmal und haben dann die Möglichkeit, direkt das Ganze zu speichern und in der Dokumentenverwaltung dann auch in den Prozess hineinzukippen. Das heißt, neben der klassischen Möglichkeit, die Scanstation anzubieten, haben wir heute auch die Möglichkeit, sämtliche Geräte anzubinden. Und das finde ich zum Beispiel sehr gut, weil ich bin viel mobil unterwegs und mache so meine Reisekostenabrechnung. Ich scanne meine Belege einfach mit dem Tool und kippe sie so in den Prozess hinein und ich muss dafür nicht mehr in die Firma fahren oder sie per Post hinschicken, sondern kann einfach ein Foto davon machen und wir nutzen dann hier zum Beispiel die Funktionalität vom iPad auch automatisch die Kanten zu erkennen. Jetzt kommt die große Neuerung, wenn wir das digital auch verwalten wollen und das auch wieder clientunabhängig, reden wir von Aufgaben. Wir haben das Thema gerade gehabt mit den Aufgaben. Auch hier haben wir jetzt das Inbox-Management integriert. Das heißt ganz konkret, ich habe 2 Beispielaufgaben, nämlich eine, die ich entsprechend weiterverteile und wir uns auch wirklich einen Beleg anschauen und kann dann hier an dieser Stelle einfach mal sehen, das sind meine Aufgaben, das sind alle. Und in dem Kontext Posteingangsbearbeitung ist es für uns immer so, dass wir das Dokument bereitstellen, wir im Detailreiter den Postlauf letztendlich nachvollziehen können. Und wenn wir sagen, alles klar, das muss jetzt zum Beispiel weiterverteilt werden, können wir das über eine Schaltfläche machen und haben jetzt die Möglichkeit, alle im System hinterlegten Benutzer oder Gruppen auszuwählen, um so das Dokument dann an den richtigen Menschen oder an die richtige Gruppe weiterzuverteilen. Im zweiten Szenario habe ich ein Posteingangsdokument aus dem Personalwesen mitgebracht. Auch das haben wir kurz betrachtet und haben das jetzt entsprechend einfach an das Personalamt weitergeleitet. Im letzten Schritt müssen wir das ganze Dokument noch ablegen. Und auch hier steigen wir wieder in der Bearbeitung ein. Das heißt, der Anwender geht wieder über die Schaltflächenaufgaben. Sie kennen auch das vielleicht aus dem Installationsclient schon. Für uns ist es immer wichtig, dass der Anwender immer wieder über die gleichen Oberflächen iteriert. Und deswegen haben wir auch hier wieder die Aufgabe, wo wir dann eine zusätzliche Schaltfläche hinzugefügt haben, wo wir sagen, alles klar, hier kann er das Dokument umhängen. Und da ist es dann so, dass wir das Dokument in die Personalakte verakten und wir so postentsprechend dann in die passende Akte ablegen können. Auch das bauen wir gerade noch aus. Wir wissen, dass für uns, für viele Kunden das Thema Aktenplan sehr wichtig ist. Dementsprechend wollen wir hier auch direkt eine Integration in den Aktenplan anbinden. Für uns nur die ganz wichtige Nachricht, wir haben das Thema auf der Fahne. Wir sind dabei, daraus ein fertiges Produkt zu machen. Und falls Sie Interesse haben, haben Sie auch hier die Möglichkeit, sich einfach direkt bei uns zu melden. Und wir können dann einfach mit Ihnen sprechen, wie das ausschaut und auch, wie Sie dorthin kommen können. Wenn wir dann weiterschauen wollen,
Aktenplan ist, glaube ich, das Produkt, was bei sehr, sehr vielen Kunden von uns im Einsatz ist. Auch hier ist für uns natürlich die stetige Weiterentwicklung sehr, sehr wichtig. Und auch hier haben wir ein paar Neuerungen mitgebracht. Auf der einen Seite für den Sachbearbeiter oder für die Sachbearbeiterin ist es uns ganz wichtig, dass wir ja immer mehr Funktionalitäten mit in die Oberfläche bringen. Bei sehr vielen Akten, Sie kennen es, ist es im Baum vielleicht nicht sehr angenehm, auch da durch zu navigieren. Deswegen haben wir jetzt systemseitig die Möglichkeit, einen Filter zu hinterlegen, also sprich dem Anwender nur die letzten 10 zum Beispiel anzubieten oder halt auch entsprechend in Suchmasken abzuspringen. Das sehen wir hier. Hier habe ich es einfach mal eingestellt, nach der 10. Akte sollen wir eine Gruppierung vornehmen. Das wäre dann so, dass wir mehr als 10 Akten haben und über die grün markierten Schaltflächen habe ich einmal die Möglichkeit, weitere Akten in den Baum zu suchen oder über die Lupe dann auch direkt in die Suchmaske entsprechend abzustellen. Der zweite große Punkt ist, dass wir bisher uns immer gesagt haben, wir können bis zu einem gewissen Punkt integrieren, aber gerade das Thema Fallaktenszenarien haben wir häufig einen Absprung gemacht. Und auch hier haben wir jetzt die Möglichkeit, einen Satz an Fallakten mit anzuzeigen. Da war ein konkreter Kundenwunsch und da haben sehr viele Kunden nachgefragt, deswegen haben wir uns dem Thema genähert. Gerade bei Personalakten ist es ja so, dass es häufig sehr viele Hunderte gibt. Deswegen ist hier zum Beispiel auch die Filterung wieder sehr, sehr wichtig, weil Sie müssen sich einfach vorstellen, wenn Sie so einen Baum haben, wo Sie sehr viele Personalakten haben und dann da durch navigieren müssten, dann macht das keinen Spaß mehr. Trotzdem finden wir es wichtig, Fallakten mit rein zu integrieren. Die wollen wir nicht einfach liegen lassen, sondern wir nutzen ja häufig aus dem Aktenplan auch Ablagestrukturen und deswegen können wir sie auch hier einfach anzeigen. Aber wir haben nicht nur an den Anwender gedacht, wir haben auch an den Administrator oder die Administratorin gedacht. Auf der einen Seite ganz wichtig, dass wir da auch im Webclient letztendlich die Möglichkeit haben, das Ganze zu administrieren. Und nicht nur das, sondern auch das Thema Updatefähigkeit und Installationsfähigkeit vereinfacht. Wir haben mittlerweile ein Installationspaket dazu. Das heißt, auch hier ist das Thema Updates mittlerweile deutlich einfacher als noch vor kurzem, sondern wir können einfach ein Installationspaket bereitstellen oder wir unterstützen auch gerne mit einem Installationspaket. Ich habe einen kurzen Einblick in den Admin mitgebracht. Das ist auch so, dass wir das heute schon mitverteilen. Und hier können Sie sehr viele Sachen einfach auch schon im Webclient lösen. Was zum Beispiel Eigenschaften ändern vom Aktenplanzeichen. Sie haben Aktenplanzeichen, wo Sie die Aufbewahrungsfrist ändern wollen oder die Aussonderungsart oder Sie wollen ein neues Aktenplanzeichen mit hinzufügen. Dann sind das alles Möglichkeiten, die Sie im Webclient machen können. Auch hier zum Beispiel das Setzen von Benutzereinstellungen. Wir haben gerade die Filterung gesehen. Das ist etwas, was wir zum Beispiel auch voreinstellen können, dass wir automatisch nach 100 Elementen immer filtern. Das sind alles Sachen, die Sie heute schon im Webadmin hinterlegen können und das wollen wir auch weiter ausbauen. Einfach in den nächsten Versionen werden Sie immer merken, dass weitere Funktionalitäten in den Webadmin mit hineinkommen. Bei dem Thema Verfügungsworkflow oder wie es neudeutsch heißt, der Develop Public Sector Order Workflow, haben wir auch eine Neuerung mitgebracht. Dort ist es bei uns das Thema, wie schaffen wir es, dass Sie Prozesse, die Sie schon modellieren, in unseren Verfügungsworkflow hineinbekommen. Dazu gibt es einen Austauschstandard, das nennt sich häufig BPMN und in unseren Verfügungsworkflow können Sie heute auch BPMN-Dateien importieren. Ich habe Ihnen ein kleines Beispiel mitgebracht, eine Abbildung von einem Postverteilungsprozess. Den haben wir in diesem Fall mit der Picture gemacht. Dazu haben wir auch ein kleines Webinar sogar auf unserem YouTube-Kanal. Und da sehen wir einfach 4 Schritte, 4 Aufgaben, die wir jetzt modelliert haben und nehmen jetzt diese BPMN-Datei und packen sie in unseren Verfügungsworkflow. Und das schaut so aus, dass wir wieder auf der Oberfläche starten und wir den Anwender einfach komplett über die Oberfläche leiten. Wir steigen zuerst in den Admin ab, navigieren an die richtige Stelle, wo wir die BPMN-Datei importieren können und importieren sie jetzt. Wir importieren sie, zeigen sie auch an. Das heißt, der Anwender, der diese Oberfläche bedient, die Anwenderin, kann nochmal den Workflow einsehen und kann jetzt sagen, was sind denn Verfügungen, die wir digital benötigen. Hier haben wir zum Beispiel
Informationen entgegennehmen in dem Postprozess. Das ist ja etwas, was menschlich passiert, aber also kein wirklicher Schritt in der Technik ist. Dementsprechend muss er hier gar nichts machen und kann dann bei Dokument sichten, das ist ja der nächste Schritt, kann er dann nämlich sagen, es handelt sich um einen Workflow-Schritt und gleich beim Import wird dieses dann auch als Laufweg hinterlegt. Im zweiten Schritt hinterlegen wir einen Empfänger für diesen Schritt und eine Verfügung. Und da haben wir ja einen Standardsatz an Verfügungen, die wir bereitstellen. Wir können aber auch einfach eine Verfügung eintippen. Und wenn wir jetzt feststellen, das haben wir bisher noch nicht konfiguriert, diese Verfügung, dann sagt uns das System das und wir haben die Möglichkeit, die Maske zu konfigurieren. Das wieder über verschiedene Möglichkeiten. Wir können sagen, wir wollen die Vermerke und Notizen zum Beispiel minimiert haben. Wir wollen Laufwegsübersichten über Vermerke haben. Das sind alles Sachen, die wir hier bereitstellen und dann letztendlich speichern. Und damit haben wir jetzt diese Verfügung konfiguriert. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, das war in der Vergangenheit alles ein bisschen komplizierter. Und die Prüfung haben wir hier auch noch als Workflow-Schritt. Da habe ich auch noch wieder einen Empfänger, den ich auswähle, nämlich jetzt in meinem Fall die Hauptamtsleitung und möchte das Ganze dann als Freigabe mit dem System hinterlegen. Und ich habe jetzt hier bewusst ein Beispiel ausgewählt, wo ich auch quasi was Neues im System mache. Ich habe auch diese Verfügung noch nie benutzt und da fragt mich das System auch einfach, was möchte ich denn tun? Wenn ich fertig bin und hier diesen Transport von der fachlichen BPMN-Datei in die Technik, in die Übersetzung von dem D3-System oder von den Developed Documents gemacht habe, kann ich das Ganze importieren und jetzt haben wir das als Laufweg in den Verfügungsworkflow mit integriert. Und so können auch Sie Prozesse zum Beispiel mit Picture gestalten oder Camunda oder einem anderen BPMN-Designer und können dann entsprechend sagen, alles klar, ich möchte jetzt einen BPMN-Export haben und können den dann im Verfügungsworkflow importieren. Und wie das Ganze auf der Anwenderseite aussieht, wollen wir uns auch anschauen, weil hier habe ich nämlich jetzt zum Beispiel ein Dokument, wir haben ja gerade einen Umlauf gestaltet, das heißt konkret suchen wir uns ein Dokument raus und möchten jetzt hier eine Beteiligung starten. Und dazu nehmen wir jetzt einfach ein Dokument und gehen dann über die Schaltfläche Workflow starten hinaus und wählen jetzt den Beteiligungsworkflow aus. Dort haben wir gerade die Vorlage hinein importiert, dementsprechend laden wir hier die Vorlage und sehen dann jetzt das fertige Ergebnis aus unserer BPMN-Datei, die aus fachlicher Sicht 4 Schritte beinhaltete, haben wir jetzt 2 technische Schritte. Das sind die beiden Schritte, die wir jetzt in der Laufwegsübersicht haben. Zu guter Letzt habe ich ein Thema mitgebracht, was mir selber auch sehr am Herzen liegt. Ich komme häufig zu Ihnen hin, mache eine kleine Systemanalyse und stelle fest, wir sind hier sehr gut unterwegs. Sie haben vielleicht auch schon sehr viele Prozesse im System umgesetzt, bloß wir haben häufig nicht die aktuellste Infrastruktur. Und alles, was ich zeige, ist es auch so, dass Sie dann häufig anrufen, ich finde es bei mir im System nicht. Wie mache ich das? Dabei muss ich natürlich sagen, alles, was ich heute gezeigt habe, ist in der aktuellsten Version verfügbar. Das heißt konkret, ich rede hier über unseren Current-Kanal. Und Sie kennen das, wir bringen quartalsweise ein neues Paket hinaus. Und das heißt natürlich, wenn Sie all das konsumieren wollen, was ich gerade gesagt habe, dann können wir dabei zwar helfen, dass Sie Ihr System aktuell halten. Viel wichtiger fände ich aber, wenn Sie das selber machen. Und deswegen kann ich nur die Botschaft mitbringen, keine Angst vor so einem Update. Warum nicht? In der Vergangenheit haben Sie auch häufiger mal gesagt, hier gibt es jetzt einen Versionssprung von 8.0 auf 8.1. Liebe, damals noch Codia, ich hätte jetzt gern Update-Unterstützung. Dann haben wir ein kleines Update-Projekt gemacht. Wir selber haben einen Vorlauf. Also wenn Sie heute bei uns anrufen und sagen, hey, ich möchte jetzt einen Termin haben zur Update-Unterstützung, dann wissen Sie selber, dauert das in der Regel einen kleinen Moment. Und viel cooler wäre es, wenn Sie das selber machen. Ich habe das mal exemplarisch. Mir ist klar, ich kenne Ihr Produktivsystem nicht. Dort ist es ein bisschen komplizierter. Häufig auch reden wir nicht über eine Ein-Server-Installation, sondern über mehrere Server. Deswegen habe ich das Ganze hier einfach schematisch mitgebracht. Was heißt das, wenn wir ein Update machen wollen? Wir haben einmal die Infrastruktur, die wir aktualisieren müssen. Da sind wir dabei, mit dem Develop Software Manager Stück für Stück all unsere Produkte hinein zu integrieren. Wenn Sie ein Update machen wollen, dann ist es häufig so, dass Sie nur im Software Manager auf installierte Produkte aktualisieren klicken müssen.
Und dann läuft der Software-Manager durch, schaut auf dem konkreten Server nach, was ist dort installiert und aktualisiert das Produkt. Das heißt, wir bringen immer zum 15. eines ersten Quartalsmonats ein Update raus und Sie könnten dann zum Beispiel bei sich regelmäßig einplanen, am 20. diese Schaltfläche zu klicken. Wenn wir über ein Testsystem und ein Produktivsystem reden, ist mir auch klar, dass wir über Staging reden. Sie wollen das, was Sie im Testsystem haben, produktiv haben. Da haben Sie zum Beispiel hier die Möglichkeit, ein Offline-Paket zu erstellen. Das heißt, dann würden wir nicht einfach auf installierte Produkte aktualisieren klicken, sondern beim ersten Mal auf Offline-Installationspaket erstellen. Dann bekommen Sie ein Paket, was Sie dann ins Produktivsystem mit übernehmen können und können dann sagen, installierte Produkte aktualisieren. Und das finde ich zum Beispiel cool. Das machen auch viele der Kunden, die ich direkt betreue, dass sie über solchen Mechanismus erst das Testsystem aktualisieren und einen kurzen Check machen. Sie wissen selber, die häufige Regel, die wir Ihnen mitgeben, ist, machen Sie einen kurzen Test. Nicht immer alles komplett durch. Ja, das kann sehr aufwendig sein, gerade in großen Systemen. Aber einen kurzen Funktionstest sollten Sie auf alle Fälle machen, weil wir können natürlich nur die Systemstandards testen. Wir können nicht Ihre Fachlichkeit im Detail testen. Wir versuchen natürlich auf unserer Seite so viel wie möglich abzudecken. Letztendlich stellen wir auch immer wieder fest, in einem Kundensystem ist es immer noch mal wichtig, einen kurzen Funktionstest zu machen. Und wenn wir hier durch sind, dann müssen wir noch den Client und den Server aktualisieren. Und ich habe das letzte Woche mit dem Kunden gemacht. Er hat sich das dokumentiert, damit auch er in der Lage dazu ist. Was hat er in seine Doku geschrieben? Weiter, 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 fertigstellen. Und ich muss sagen, ja, das ist an vielen Stellen so einfach. Wir bringen hier 2 ZIP-Pakete mit. Wir haben einmal die Core Components, nennen wir das, wo wir das aktualisieren. Und der Installationsassistent markiert automatisch alle Punkte, die sich aktualisieren lassen. Wir sehen es jetzt hier, den Server, den Smart Explorer, den Admin und den Presentation Server, da gibt es ein Update zu, zum iTree Server nicht, deswegen wird der nicht mit aktualisiert. Und im rechten Bereich sehen wir auch den Installationsordner dazu. Das heißt, Sie haben sogar direkt die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt dazu dedizierten Backup machen. Beim Backup ist es so, dass beim Installationsclient wir selber das auch mit anbieten. Und ich glaube, ich bin wie soll ich das sagen, auch ein sehr gemütlicher Mensch. Ich mache wenig vorweg und nachher. Was heißt das konkret? Ich drücke auch hier auf Weiter, Weiter, Weiter. Und dann kommt das Setup an und sagt, halt, ich kann noch nicht installieren. Hier müssen erst Dienste noch gestoppt werden. Also das System prüft, kann ich das System aktualisieren oder müssen wir noch eine Interaktion machen und bietet es dementsprechend an. Also ich würde sagen, bis hierhin war das gar nicht so schwierig. Ich wiederhole gerne die Kunden nochmal. Weiter, weiter, weiter. Danach wird es ein bisschen komplizierter. Warum? Wir müssen das Datenbankskript noch aktualisieren oder die Datenbank noch aktualisieren. Und dazu haben wir auch eine 3-Schritt-Anleitung bei uns in der Dokumentation mit drin stehen. Wenn wir das gemacht haben, dann wollen wir den Webclient auch noch aktualisieren. Und auch dieser unterstützt mich. Das heißt, unsere Installationsprogramme gehen mittlerweile so weit, die Voraussetzungen zu prüfen, gegebenenfalls auch anzubieten, die Voraussetzungen durchzuführen. Und dann können wir hier sehr einfach die Aktualisierung durchführen. Ja, und eine kleine Testumgebung ist in der Zeit auch fast schon aktualisiert. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jetzt das Ganze in 5 Minuten schematisch dargestellt. Vielleicht werden Sie beim ersten Mal ein bisschen länger brauchen. Es ist auch häufig so, dass ich das mit meinen Kunden dann beim ersten Mal durchmache und wir einfach sie dazu in die Lage versetzen wollen, ihr System aktuell zu halten und danach die Kunden dann auf eigenen Beinen stehen. Auch das müssen Sie sich nicht merken. Warum nicht? Wir haben dazu eine kleine Anleitung, wo wir die wichtigsten Arbeiten nochmal festgehalten haben. Hier sehen Sie zum Beispiel auch nochmal das Thema mit dem Datenbank-Aktualisierungsskript, was Sie ausführen müssen. Einfach in 4 Stichworten erklärt, wie Sie das Ganze durchführen machen. Diese Anleitung finden Sie im Serviceportal unter portaldevelop.de. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, keine Angst vor einem Update. Sie haben die ganzen Neuerungen gesehen. Es ist so, dass ich natürlich aus dem Produktmanagement in meinen Präsentationsumgebungen auch immer alle Neuerungen dabei habe und
häufig stellen wir einfach fest, manche Kunden haben eine etwas ältere Current-Version, manche Kunden haben auch eine 8.1-Version und wir versuchen einfach mit ihnen einen Weg zu finden, wie wir regelmäßig an die aktuellste Software kommen. Weil im Moment passiert sehr, sehr viel, was neue Funktionen in Client-Unabhängigkeit angeht und es wäre schade, wenn Sie davon nicht profitieren. Das war es an dieser Stelle auch mit meinem Input und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr live bei den Public Sector Days 22. Ich werde auf alle Fälle da sein, ob wie jetzt vor der Kamera oder hoffentlich vor einer großen Bühne mit Ihnen allen als Zuschauer. Das werden wir sehen. Wir kommunizieren das Ganze unter d-velop.de/public-sector-days. Dann bleibt mir noch vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß auf der Veranstaltung.